Was, wenn die Institutionen, denen wir am meisten vertrauen, uns enttäuschen? Neue Enthüllungen decken auf, was das RKI wirklich wusste und warum es jetzt an der Zeit ist, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Erfahre die ganze Wahrheit. Über 400 Jahre hat es gedauert, bis die Stadt Köln den Schneid hatte, sich bei den Opfern der Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert zu entschuldigen. Man könnte meinen, dass Sie eigentlich als Politiker aus der Geschichte gelernt haben sollten, aber das ist auf keinen Fall so, wenn ich mir anschaue, wie Sie mit der völlig verfehlten Corona-Politik umgehen, mit den Opfern, insbesondere mit den Kindern, mit dem Leid, was Sie den Menschen in diesem Land angetan haben, und zwar nicht aus wissenschaftlichen, sondern aus politischen Gründen. Ich glaube, nach diesen, ja auch nach den Zwischenrufen beispielsweise von der Grünen, glaube ich, dass das mit diesen Leuten ja auch wieder Jahrzehnte, wenn nicht sogar auch wieder 400 Jahre dauern wird, bis endlich wieder Gerechtigkeit herrscht. Wir brauchen einen Untersuchungsausschuss mindestens. Wir müssen endlich diejenigen zur Verantwortung ziehen, die diese Verbrechen zu verantworten haben. Aber was macht unsere Regierung und worum geht es heute? Sie weiß, dass sie exorbitante Fehler gemacht haben. Sie weiß, dass sie Menschen geschädigt haben. Und deswegen verstecken Sie sich hinter einer vermeintlichen Regierungskommission, die Sie jetzt gegründet haben, wo Sie den Menschen Sand in die Augen werfen, weil Sie der Meinung sind, damit wollen Sie irgendwas aufklären. Genau das Gegenteil ist der Fall. Der Brandstifter macht sich heute wieder zur Feuerwehr. Darum geht es heute in unserem Antrag. Und ich bitte wieder alle, sich anzuschnallen, weil heute geht es auch um die Offenlegung der RKI-Protokolle. Die alle werden die nicht gelesen haben, weil es sie nicht interessiert. Aber halten Sie sich fest, wir haben sie ausgewertet und es ist wirklich der Wahnsinn, was da drin steht. Es ist der Beweis, dass es nicht wissenschaftlich, sondern politisch war. Und deswegen erstmal mein Dank an den Journalisten Paul Schreier, der das überhaupt erst juristisch, das muss man sich einfach mal überlegen, die Grundlage der ganzen freiheitseinschränkenden Maßnahmen musste erst mal juristisch überhaupt rausgeholt werden und ist bis heute nicht komplett offengelegt, weil die allermeisten entscheidenden Passagen immer noch geschwärzt sind. Und ich hoffe auf eine juristische Offenlegung auch dieser geschwärzten Passagen. Ich glaube, da geht noch mal richtig die Post ab. Aber lassen Sie uns jetzt mal einen kurzen Einblick nehmen, was denn wirklich die Grundlage war, warum Sie 3 Jahre lang die Menschen in diesem Land gegängelt haben. Ich fange mal an mit diesen Masken. Ja. Es war im Jahr 2021, 15.01. Das RKI schreibt in den Protokollen, ich zitiere, internationale Empfehlungen sehen das Tragen von FFP2-Masken in der Allgemeinbevölkerung nicht vor bzw. sprechen sich dagegen aus. Was ist passiert zu dieser Zeit? Es gab eine FFP2-Maskenpflicht, teilweise sogar draußen, hier irgendwo außerhalb von Gebäuden. Also völlig wahnsinnig, genau das Gegenteil von dem, was wissenschaftlich empfohlen wurde. Am 18.01. wurde das RKI selbst sogar noch deutlicher, Zitat, keine fachliche Grundlage zur Empfehlung von FFP2-Masken für eine Bevölkerung vorhanden. Daher müsse man in den hausinternen FAQs eine Warnung vor unerwünschten Nebenwirkungen hinzufügen. Was haben Sie gemacht? Sie sind ja nicht mal da bei diesem wichtigen Thema, weiter entsprechend Maskenpflichten eingeführt. Es wird aber noch viel, viel abenteuerlicher. 17.03.21, das Risiko soll von mäßig auch hochgestuft werden. Diese Bewertung soll, ich zitiere, hochskaliert werden und sie soll verkündet werden, wenn jemand, dessen Name bis heute übrigens geschwärzt ist, das Zitat Signal dazu gibt. 29.06.20, die Inzidenzen waren auf einmal in diesem Sommer so niedrig, dass sie ihre völlig wirren Maßnahmen überhaupt nicht mehr plausibel verkaufen konnten. Und deswegen wurde was gemacht? Ich zitiere, RKI-Protokoll, das ist eigentlich der Wahnsinn. Zitat, die Testung sollte in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Wie kann dem politischen Wunsch nach verstärkter Testung entgegengekommen werden? Zitat Ende. Die Zahlen sollten also schon im Sommer 2020 ganz bewusst hochgetestet werden, um ihre Grundlage für ihren politischen Wahnsinn hier herbeiführen zu können. 6. Mai 2020, Gesundheitsminister Spahn, Bankkaufmann, gibt persönlich die Nachkommastellen des R-Werts, des Ansteckungswertes vor. Das RKI setzt diese politische Botschaft direkt und unwissenschaftlich um. 29.06.2020, Anweisung vom Bundesministerium für Gesundheit an das RKI. Bis Juli ist keine Risikobewertung zu ändern, egal welche Zahlen sich wie verändern. 16.12.2020, Thema Lockdowns. Ja? Ich habe das Gefühl, viel zu viele haben es in diesem Land vergessen. Wir dürfen es nicht vergessen. 16.12. Zitat. Konsequenzen eines Lockdowns haben zum Teil schwerwiegende Konsequenzen als Covid selbst. Es ist mit einer steigenden Kindersterblichkeit zu rechnen. Das ist Grundlage des RKIs. Sie haben es trotzdem gemacht. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Impfen, 8.01.21, erste Kritik am Impfstoff. Ganz frisch kam er damals raus, Zitat RKI, kein Selbstläufer, da der Impfstoff weniger perfekt ist. Der Einsatz muss, Zitat, diskutiert werden.
Ist eine Diskussion erfolgt? Nein, Sie haben es per Zwang gemacht. Sie haben dafür gesorgt, dass Menschen ohne dieses Impfarmband draußen auf dem Weihnachtsmarkt keine gebrannten Mandeln kaufen durften. Das muss man sich einfach mal rückblickend überlegen. Die Leute werden uns in wenigen Jahrzehnten für verrückt erklären, was wir den Menschen in diesem Land angetan haben. Und dann auf dieser Basis, auch Sie, Herr Meister, haben das Ganze mitgespielt. Sie von den, ja, frage ich Sie, warum Sie das mitgespielt haben. Erklären Sie es mir doch mal. So, weiter. 5.3.21, erste Privilegien für Geimpfte werden diskutiert. Das RKI sagt, Ausnahmen seien, Zitat, fachlich nicht begründbar. Trotzdem haben sie es gemacht. Außerdem empfiehlt der RKI-Krisenstab, dass das Impfzertifikat die Erfassung von Impfnebenwirkungen und Spätfolgen ermöglichen sollte und auf keinen Fall Grundlage für Vorrechte sein durfte. Sie haben genau das Gegenteil umgesetzt. 19.3.21, Zitat, RKI, das Hauptrisiko an Covid-19 zu sterben ist das Alter. Und jetzt kommt eigentlich das krasseste Zitat von allen. Halten Sie sich fest, Zitat RKI 19.3.21. Covid-19 sollte nicht mit der Influenza verglichen werden. Bei normaler Influenza versterben mehr Leute. Zitat RKI 19.3.21. Ihre Grundlage für den ganzen Wahnsinn, die Kommunikation. Und dann auch noch für mich eine ganz wichtige Frage. Es geht ja wie ein roter Faden durch die Presselandschaft. Sie haben gemerkt, bei Corona, die Presselandschaft war gleichgeschaltet. Bei den Potsdamer Kaffeekränzchen, die Presselandschaft war gleichgeschaltet. Bei Ihrer China-Nummer, die Presse ist gleichgeschaltet. Und wissen Sie warum? Auch das sind vermeintlich politische Anweisungen. 3.2.21, das RKI fordert mehr Frequenz und Durchdringen im medialen Raum. Zitat, die öffentlich-rechtlichen Medien sollen in die Pflicht genommen werden. Zitat RKI, Wahnsinn. Außerdem war eine Kampagne des RKIs mit Schauspielern unter dem Hashtag, Zitat, alles dicht machen geplant. Also ich sage mal ganz ehrlich, sehr geehrter Ministerpräsident, der natürlich wie immer nie da ist, weil er sonst wo ist, weil ihn alles andere interessiert, aber nicht dieses Land. Und Frau Ministerin Grimm-Benne, ja, ist auch so. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Was ist denn wichtig gerade, Herr Kollege Kroll? Sie alle haben es persönlich mitgespielt, menschlich mitgespielt. Also, ich sage mal ganz ehrlich jetzt, Sie haben das mitgespielt. Erzählen Sie jetzt auch mal den Kindern, was Sie hier angetan haben, auf dieser Grundlage. Es ist Ihnen einfach egal. Sie werden das nie wieder gut machen können. Alles, was Sie hier umgesetzt haben, einrichtungsbezogene Impfpflicht, Maskenpflicht, Lockdowns etc., haben Sie uns gegenüber auf unsere Anfragen immer und immer wieder mit einer einzigen Quelle Begründung, und das war das RKI. Und jetzt beweise ich hier schwarz auf weiß mit den eigenen RKI-Protokollen, dass wir von Anfang an mit jedem Punkt recht haben. Und wieder können Sie es nicht wahrhaben. Sie sitzen ja immer noch mit Masken hier teilweise in diesem Raum. Es ist einfach eine Ersatzreligion. Sie beweisen es. Heute haben wir es auch schwarz auf weiß mit RKI-Protokollen, auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen. So, und jetzt kommt eigentlich der Hammer. Jetzt möchten Sie das ja mit Ihrer Regierungskommission aufarbeiten. Zuerst hat ja die FDP nach einer Aufklärung gerufen. Die Partei übrigens, die es politisch mit zu verantworten hatte, dass Kindergeburtstage aufgelöst wurden, dass Leute beim Grillen überwacht wurden, ob sie mehr als 2 Gäste haben und die heute plakatieren, dass sie für die Freiheit stehen. Sie wollten zuerst einen Untersuchungsausschuss, haben sich in ihrer Koalition nicht durchsetzen können. Dann wollten sie eine Enquete-Kommission, haben sich auch nicht durchsetzen können, Herr Kosmir. Und jetzt haben sie diesen faulen Kompromiss mitgewählt. Sie machen einfach alles mit. Hauptsache, sie können irgendwie an der Macht bleiben. Sie wollen, oh, ich merke, da getroffene Hunde bellen natürlich und hier bellt jemand besonders laut. Sie können sich doch melden, Herr Kosmir. Und jetzt gucken wir uns doch mal, und Sie haben keinen Anstand, Herr Kosmir. Und jetzt gucken wir uns an, und jetzt, also ich merke, Argumente sind in diesem Haus nicht willkommen. Ja, vorsichtig, Frau Dr. Pellet. Sie seien mal vorsichtig mit der Aufklärung. Soll er sich melden? Sie haben doch auch keinen Anstand, wenn Sie hier die ganze Zeit reinschreien. So, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren. Ich war vor Ort, jedenfalls ist Ihre Kommunikation, wie Sie das jetzt vermeintlich aufarbeiten und aufklären wollen, eine Regierungskommission, eine Pandemiekommission. Und jetzt habe ich mir angeschaut, wie ist diese Kommission eigentlich besetzt? Wer soll denn jetzt die Verfehlung aufarbeiten? Da finden wir beispielsweise einen ehemaligen FDP-Bürgermeister, da finden wir einen ehemaligen Beigeordneten der Stadt Magdeburg, natürlich von der SPD, da finden wir Vertreter der Unis, da finden wir vor allem Vertreter, die relativ regierungsnah sind. Und eins eint alle Vertreter in dieser Regierungskommission, kein einziger ist irgendwie dafür bekannt, dass er irgendwie sich wirklich
wirklich kritisch während dieser Zeit mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Das eint alle Teilnehmer. Aber es geht noch ein bisschen krasser. Und zwar ist in dieser Kommission beispielsweise auch Angela Kolb-Jansen, eine ehemalige SPD-Politikerin, die vor allem dafür bekannt ist, dass sie eigenhändig an diesem Parlament einen Beratervertrag an eine Zwei-Mann-Firma in Höhe von 2 Millionen Euro zum Thema Gender vorbeigeschleust hat. 480 Euro Stundensatz für eine mutmaßlich SPD-nahe Beratungsorganisation. Ich sage mal so, von dieser SPD-Frau erwarte ich eine besonders kritische Aufarbeitung dieser SPD-Politik. Die kann man sich ja schon erwarten. Und die Krönung ist auch der Chefredakteur der MZ, einer Tageszeitung hier bei uns. Die MZ hat, während eigentlich alle Zweifel noch auf dem Tisch lagen, beispielsweise abgedruckt, dass sie der Meinung sei in einem Kommentar, dass ungeimpfte Pfleger für den Tod geimpfter Patienten verantwortlich seien und allgemein vom ersten Tag an hier ganz staatstreu Corona-konform berichtet hat. Und von diesen Leuten erwarten Sie jetzt eine ehrliche Aufarbeitung der Verfehlungen nach den Zitaten, die ich jetzt vorgelesen habe. Das ist doch ein Witz. Ihre Ergebnisse stehen vorher fest. Sie liefern sich das selbst, was Sie möchten. Sie wollen sich selbst kontrollieren. Und was dabei rauskommt, das kann jeder zusammenzählen, der klaren Verstandes ist. Die bis heute geschwärzten Berichte, die sind alle nur die Spitze des Eisberges. Ich sage mal, ich persönlich hoffe, dass die Wahrheit noch weiter ins Licht kommt, auch wenn die Schwärzungen irgendwann mal gestrichen werden, wenn wir völlige Transparenz haben. Es kann nicht sein, dass Sie jetzt im stillen Kämmerlein ihre Verfehlungen gegenseitig abnicken wollen. Wir möchten mit der Opposition aufklären, daher auch unser Antrag. Wir möchten die völlige Transparenz. Jeder muss erfahren, was hier passiert ist. Wir möchten eigentlich das Selbstverständliche. Langfristig aber werden wir um eine juristische Aufarbeitung auf keinen Fall drum herum kommen, wenn ich einfach die RKI-Zitate mit ihren politischen Handlungen in Verbindung setze. Wohlwollend aber, dass wir auch wissen, dass sie das Leid, was sie den Menschen in diesem Land angetan haben, insbesondere den Kindern, nie wieder gut machen werden können. Dankeschön, meine sehr geehrten Damen und Herren. Geschätzter Kollege Siegmund, zunächst einmal der Ausbildungsberuf des Bankkaufmanns. Das ist ein sehr ehrenhafter kaufmännischer Beruf, der sicherlich Ihrer Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann in nichts nachsteht. Nur mal zum Querschlag gegenüber dem geschätzten Kollegen, den Sie damit abwerten wollen, augenscheinlich. Darüber hinaus stelle ich fest, post mortem sind Sie in der Lage festzustellen, dass jemand tot ist. Das ist aber eine großartige Erkenntnis, das dürfte vielen gelingen. Um mal auf die Bankkaufmannschiene zurückzukommen, ich kann Ihnen auch die Aktienkurse, sämtliche Aktien des vergangenen Tages sagen. Sie können auch die ablesen, die hier gerade über den Ticker laufen. Aber was Sie uns unterstellen, dass wir die Aktienkurse von morgen, übermorgen und in einem halben Jahr hätten alle wissen müssen. Sie kommen mit dem Wissen der Zukunft und urteilen über die Vergangenheit. Es gab Momente, auch in Ihrer Partei, die ganz klar Maßnahmen gefordert haben, die Pandemie einzudämmen. Aber Sie konnten ruckzuck natürlich die Position wechseln, weil, und das gibt mir Hoffnung, dass es auch so bleibt, Sie keine Verantwortung tragen für das, was Sie von sich geben. Und ich denke, das wird auch eine ganze Weile so bleiben. Ihre vorhersagerischen Fähigkeiten, die Sie augenscheinlich haben, würde ich Ihnen empfehlen, investieren Sie in einen Lottoschein und mit den Gewinnen können Sie die Arbeit Ihrer Partei finanzieren. Wollen Sie reagieren, Na klar, Herr Siegmund? ich meine, das war noch ein bisschen schwacher, als ich eigentlich vermutet hatte. Erstmal sage ich ganz ehrlich, Herr Roland, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich habe nicht die Ausbildung eines Bankkaufmanns irgendwie in Verbindung gesetzt. Ich habe kritisiert, dass ein Gesundheitsminister einer wissenschaftlichen Institution, nämlich des RKIs, vorschreibt, wie es zu handeln hat. Und in der Form gibt er doch zu, dass er politische Entscheidungen über wissenschaftliche stellt. Das ist es, was ich kritisiere. Das hat nichts mit der Ausbildung eines Bankkaufmanns zu tun. Und dass Sie nicht mehr in der Lage sind, zuzuhören, Herr Meister, das spricht auch Bände. Und das zweite Ding, es ist ja immer wieder die gleiche Leier. Sie haben ja als AfD das auch gefordert. Im März 2020 wusste niemand auf dieser Welt, auch nicht in diesem Haus, was auf uns zukommt. Das haben wir hunderte Male zugegeben. Spätestens im April wusste jeder, was hier los ist. Wusste jeder, dass das, was man im Fernsehen erzählt, nicht mit der Realität zu tun hatte. Und ich habe Ihnen gerade ein RKI-Zitat aus dem März 2021, ein Jahr später, vorgelesen, was ganz klar sagt, dass Influenza mehr Todesfälle herbeigeführt hat, was wir über Jahrzehnte hatten als Covid-19. Zu dieser Zeit haben Sie in der CDU auch noch kurze Zeit später diese ganzen Maßnahmen mit beschlossen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied, wenn ich es mit einem RKI-Zitat aus dem März 2021 belege, dass Sie uns das jetzt hier in den Schuh schieben wollen mit den ersten Tagen. Also das ist wirklich abenteuerlich, Hanebüchen und zurückzuweisen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Werter Kollege Siegmund, erneut belügen Sie dieses Parlament und belügen Sie die Öffentlichkeit, indem Sie unterstellen und das ausdrücklich gesagt haben, dass die FDP verantwortlich war für die Maßnahmen,
während der Corona-Pandemie 20 und 21. Daraus haben Sie auch zitiert. Ich stelle noch mal fest, die Freien Demokraten sitzen im Landtag von Sachsen-Anhalt seit dem 6. Juli 21, Regierungsverantwortung ab Mitte September 21. Ab da sind sämtliche Corona-Verordnungsmaßnahmen kontinuierlich zurückgeführt worden und wir haben das beendet. Wir haben an den Maßnahmen, die in Sachsen-Anhalt getroffen wurden, auch im Parlament oder in der Regierung, nicht mitgewirkt bis zum Herbst 21. Deshalb sind wir für das, was Sie ja hauptsächlich bei Fragen Maske tragen und so nicht verantwortlich. Dasselbe gilt übrigens auch für die Bundesebene. Da war die FDP im Bundestag in der Opposition, Regierungsverantwortung seit, glaube ich, Oktober 21. Und ab da hatte gerade die FDP-Bundestagsfraktion und der Bundesjustizminister kontinuierlich dafür gesorgt, dass die Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz zurückgefahren werden, dass wir nämlich Auslaufen haben von diesen weitreichenden Kompetenzen, die einige Bundesländer stärker genommen haben. Ich bitte herzlich darum, dass wir uns in der Sache gerne streiten. Aber wenn Sie versuchen, die FDP in alles mit reinzuziehen, weil das in ihr Schema Altparteien AfD so gut passt, aber an der Stelle passt es eben nicht, weil für die FDP in Sachsen-Anhalt kann ich erstens eine kritische Haltung zu Corona und auch zur Aufarbeitung durchaus feststellen. Und zweitens waren wir leider, sage ich mal, zu der Zeit gar nicht in Verantwortung oder im Parlament. Vielen Dank, Herr Kosmel, für diese sachliche Intervention. Das Format würde ich besser schätzen, als immer reinzuschreien. Das meinte ich auch vorhin mit meiner Äußerung diesbezüglich, finde ich gut. Und das gibt mir auch Gelegenheit, zu Ihren Argumenten Stellung zu beziehen. Erstens, die FDP hat auch in Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 noch, als die Faktenlage sowas von klar war, mitgespielt. Ich erinnere nur an die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Die Umsetzung war Ländersache. Sie haben es mitgespielt. Selbstverständlich hat die FDP es mit. Natürlich. Es war nur möglich, weil Sie es als Regierung mitgespielt haben. Das ist Faktenlage. Zweites Argument. Wenn ich über die FDP spreche, blicke ich auch über den Tellerrand hinaus, Herr Kollege Kosmel. Der Corona-Wahnsinn in Deutschland war nur möglich, weil jedes einzelne kleine Zahnrädchen mitgespielt hat. Jedes einzelne Bundesland. Und in der ganz krassen Situation 2020, 2021 gab es Regierungsbeteiligung der AfD in mehreren deutschen Bundesländern, die FDP, die alles mitgespielt hat. So auch übrigens wie die Freien Wähler, die genau den gleichen Kurs fahren wie Sie, nach außen kommunizieren, wir waren überall dagegen und trotzdem haben sie alles mitgespielt. Es gab nur eine einzige Kraft, die bundesweit flächendeckend auch in allen Ländern diesen kritischen Kurs gefahren hat und das war die Alternative für Deutschland. Das ist Faktenlage. Und das dritte Argument zu Ihrer vermeintlichen Aufarbeitung, das ist wahrscheinlich in Ihren Zwischenrufen von untergegangen. Ich habe chronologisch dargestellt. Erst waren Sie für einen Untersuchungsausschuss, haben Sie nicht durchbekommen. Dann waren Sie für eine Enquete-Kommission, haben Sie auch nicht durchbekommen. Und jetzt stellen Sie sich mit dieser völlig wirren Regierungskommission zufrieden, die gar nichts aufklären wird, weil sie mit Politikern teilweise besetzt ist. Das ist doch hanebüchend. Sie sind nicht an einer Aufklärung interessiert, sonst hätten Sie einen Untersuchungsausschuss durchgesetzt. Und ich gebe Ihnen jetzt aber die Hand, wenn Sie wirklich an einer wirklichen Aufklärung interessiert sind, richten Sie uns mit uns gemeinsam einen Untersuchungsausschuss ein. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich beziehe mich auf den Punkt, Herr Siegmund hat dem Journalisten Paul Schreyer für seine Aufklärungsarbeit gedankt. Ich möchte an der Stelle ein bisschen Kontext liefern. Das gehört ja auch dazu. Paul Schreyer gehört als Mitherausgeber des Online-Magazins Multipolar in den verschwörungstheoretischen Alternativmedienzyklus. Er hat Veröffentlichungen gemacht, zum Beispiel zu 9/11-Anschlägen, in denen er spekuliert, wer dahinter steckt. Das geht schon sehr stark in das Thema, die Oligarchen kommen und ähnliche Tenor kann man auch in seinem veröffentlichten Buch Chronik einer angekündigten Krise finden. Ich nehme an, dass das genau das ist, wofür Sie ihm auch gedankt haben, nämlich tatsächlich das Bemühen von, da stecken Mächte dahinter, da sollen Schreckensszenarien die Bevölkerung gefügig machen. Von der Warte her wollte ich den Dank des Kollegen Siegmund einfach nur einordnen für das Parlament. Herzlichen Dank. Herr Siegmund hat das Wort, bitte. Frau Dr. Pehle, das war, glaube ich, das Peinlichste, was Sie jemals hier in diesem Parlament abgezogen haben. Ich habe mich bei ihm bedankt, dass er juristisch dafür gesorgt hat, dass diese Protokolle jedem zugänglich sind. Und ich sage mal, wenn Sie dafür gesorgt hätten, juristisch, hätte ich mich bei Ihnen bedankt, Frau Dr. Pehle, weil es mir nicht um den Mensch geht, sondern darum, dass wir die Möglichkeit haben, aus den RKI-Protokollen zitieren. Und dass Ihnen das egal ist, was ich hier gerade zitiert habe, und Sie jetzt aus Ihrem Tablet irgendwelche Publikationen von sonst wo, die nichts mit diesem Thema zu tun haben, zitiert haben, zeigt, dass Sie nicht an einer Aufklärung interessiert sind. Das zeigt auch, und
Das zeigt, dass Sie weiter verschleiern wollen. Und ich sage mal, dass Sie solche SPD-Politiker in diese Kommissionen sind, die ja Beraterverträge am Parlament vorbeischleusen, das zeigt, dass Sie in der SPD hervorragend aufgehoben sind, weil Sie es sind, die dieses Leid zu verantworten haben. Sie es sind, die sich hier selbst immer die Taschen voll machen, und Sie es sind, die dieses Land gegen die Wand fährt. Vielen Dank, Frau Dr. Pehle. Ich habe eine Vorbemerkung und eine Frage. Ja. Die Vorbemerkung ist, Sie haben gerade gesagt, die Regierungskommission kann keine gute Arbeit leisten, weil sie mit Politikern besetzt ist. Ich gehe davon aus, dass Sie dann Ihr Ansinnen auf einen Untersuchungsausschuss fallen lassen, weil da sitzen nur Politikerinnen und Politiker drin. Die Frage, Sie haben vorhin das Handeln der Regierung als Verbrechen bezeichnet. Sie wollen mit dem Untersuchungsausschuss gar nicht aufklären. Sie brauchen eine Bühne, das sehen wir jetzt hier gerade. Wenn Sie das als Verbrechen sehen, wann haben Sie wen angezeigt? Ich habe akustisch gerade nicht verstanden. Wann haben Sie wen angezeigt? Ja, Herr Dr. Grube, da kann ich ganz einfach darauf antworten. Das können wir gerne gemeinsam machen, nämlich im Rahmen eines Untersuchungsausschusses genau das aufarbeiten, wo die entsprechenden juristischen Hebel möglich sind. Weil, wenn Sie das ja in Ihrem stillen Kämmerlein machen, haben wir ja nicht die Möglichkeit, wirklich Einfluss zu nehmen, wer hier welche Entscheidung getroffen hat. Und das ist ja das, was wir bezwecken wollen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Sie uns einfach nicht zugehört haben. Und zu Ihrer ersten Argumentation mit den Politikern. Ich habe nicht kritisiert, dass dort Politiker sitzen, sondern dass dort die Politiker sitzen, die die Regierungsarbeit 100% decken werden. Und deswegen habe ich auch festgestellt, Herr Dr. Grube, dass Sie unseren Antrag nicht gelesen haben. Wir möchten nämlich, dass alle politischen Vertreter entsprechend der Demokratie vertreten sind, aufarbeiten können und eine 100%ige Öffentlichkeit hergestellt wird. Das ist in zwei Paar Schuhe, Herr Dr. Grube. Ich stelle fest, dass Sie weder unseren Antrag gelesen haben, noch meiner Ausführung zugehört haben. Dankeschön. Herr Siegmund, Sie haben ja mehrfach gesagt, dass es darum geht, die Wahrheit aufzuklären. Und wir alle erinnern uns, zumindest die dabei waren, glaube ich, noch sehr gut an die Zeit, als die Corona-Pandemie hier in Sachsen-Anhalt auf uns zukam. Es war im Frühjahr 2020 und es gab seinerzeit mehrere Ältestenratssitzungen, wo wir darüber beraten haben, wie es denn auch hier im Parlament weitergeht. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, und es ist in den Protokollen auch Gott sei Dank gut nachlesbar. Da saß ein Abgeordneter, der Mitglied Ihrer Fraktion war und Ihr parlamentarischer Geschäftsführer damals war, Herr Fahle, mit neongelben Gummihandschuhen, die bis zum Ellenbogen gingen, und forderte seinerzeit lautstark im Ältestenrat wörtlich, wir müssen alles dicht machen. Der erste Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt, der den totalen Lockdown gefordert hat, kam aus Ihrer Fraktion und hieß Robert Fahle. Das mal sofern zur Wahrheit. Und herausgekommen ist seinerzeit eine ziemlich absurde Beratung im Landtag, nämlich eine Haushaltsdebatte, die ohne Debatte geführt wurde. Und nachlesbar in den Ältestenratsprotokollen ist nach wie vor auch immer noch, dass Ihre Fraktion damals die Wortführerin dafür war. Also wenn es darum geht, bei der Wahrheit zu bleiben, dann würde ich Sie doch bitten, die Passagen, die die AfD-Fraktion und Ihr ehemaliger parlamentarischer Geschäftsführer, Herr Fahle, dazu beigetragen haben, nicht vollständig wegzulassen in Ihren Beiträgen. Ja, ich meine, ich frage mich ganz ehrlich, wie oft diese Platte hier noch abgespult werden soll. Sie haben ja im Prinzip jetzt nur... Seid ihr jetzt fertig? Entspannt euch wieder? Also, ja, Herr Dr. Grube, Sie sind ein Superstar. Sie spielen diese Platte immer und immer wieder ab, und ich habe ja eigentlich gerade schon darauf geantwortet. Das ist, Herr Fahle hat vielleicht genau das personifiziert jetzt als Beispiel, was ich auch schon vorhin parlamentarisch gesagt habe. Der Zeitraum, über den wir jetzt gerade sprechen, war Januar, Februar, März 2020. Und ich wiederhole mich jetzt auch für Sie, Herr Kollege. Es war die Zeit, in der niemand wusste, auch nicht, Herr Kollege Fahle, was auf dieses Land zurollt. Und im Zeitraum April, Mai, Juni, Juli, als bewusst wurde, wie Sie uns hier, ich muss es auf Deutsch sagen, verarschen, da war Herr Kollege Fahle einer der Abgeordneten, der am meisten mit in diesen Parlamenten zur Aufklärung beigetragen hat, weil er nämlich die richtigen Fragen gestellt hat, weil er das richtig kommuniziert hat. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar, Herr Kollege. Und das ist einfach nur mal wieder, wie gesagt, diese Platte, weil es einfach keine Argumente gibt. Das ist das Einzige, was Sie hier abspulen, der verzerrte Blick in die Vergangenheit. Und hört zwar sowieso keiner mehr zu, aber ich wurde gerade noch mal gefragt, ob ich mich entschuldige für die Bezeichnung, Sie haben keinen Anstand. Ich würde es immer gerne wiederholen, Herr Kollege Meister. Anstand war für mich das, was danach kam, eine vernünftige Intervention, eine vernünftige Diskussion. Aber das, was Sie ja die ganze Zeit machen, was Herr Dr. Grube die ganze Zeit macht, das ist keine Kinderstube, das ist kein Anstand, und deswegen würde ich es immer gerne wiederholen. Vielen Dank, Herr Meister.